Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Dieser Ring wird von hinten nach vorne gearbeitet. Das bedeutet, er wird vorne geschlossen. Deshalb ist er hinten ganz schmal und gleichmäßig. Wenn dich interessiert, wie das geht, dann bleib dran. Wenn du neu mit Mikromakramee anfängst, empfehle ich dir zuerst meine Playlist Technik und Basic zu schauen. Dann fällt es dir leichter, hier zu folgen. Ich habe es oben verlinkt. Das Ringband knüpfe ich ganz mit vertikalen Knoten. Ich verwende hier Flachgarn der Stärke 0,5 und 0,6 mm. Eine Frage: Könnt ihr da überhaupt noch was erkennen im Video? Es ist auch manchmal schwer zu greifen, dieses Garn, weil es so flach liegt. Man erwischt es oft nicht gleich. Stört euch das? Euer Feedback verbessert meinen Kanal. Danke dafür. Auf diese Art und Weise machst du insgesamt mindestens 11 Reihen. In der Beschreibung unter dem Video habe ich dir aufgeschrieben, wie viele Reihen für welche Ringgröße du machen musst. Mein 60 cm Faden reicht genau für die Ringgröße 56 bis 58. Nach 12 Reihen ist mein Faden zu Ende und ich drehe das Band herum und mache die andere Hälfte. Nochmal 12 Reihen. Ich bündle inzwischen meine Fäden und mache sie mit einem Gummi zusammen. Dann erwische ich keinen falschen und habe den vollen Überblick und verliere auch keinen. So sammle ich auch meine Restfäden nach Farben gebündelt und mit einem Gummi zusammengefasst.
Dasselbe Muster wiederholst du jetzt am anderen Ende deines Ringbandes. Ab Minute 3:19. Dein Band jetzt horizontal legen und auf links drehen und in der Mitte mit 2 Nadeln feststecken. Die Fäden jetzt sortieren in obere und untere Hälfte und die obere Hälfte oben festklemmen. In den Faden, der nach innen Richtung Perle zeigt, mache ich ans Ende einen Markierungsknoten. Die markierten Fäden stecke ich jetzt unter der Perle durch auf die andere Seite des Rings. Jetzt die Perlenfäden mit 3 abwechselnden Halbschlägen auf den Leitfadenknoten. Sehr fest anziehen, damit die Perle in die Ecke rutscht und keine große Lücke ist zwischen Leitfadenring und Perle. Ringe arbeite ich meistens mit 0,5 mm oder 0,35 mm Faden. Nur die ganz einfachen Kreuzknotenringe mache ich mit 1 mm oder auch 0,75. Wenn dir die Arbeitsweise Spaß macht, ein Ringchen vorne zu schließen, dann habe ich dir hier oben noch einen Link eingefügt für noch ein Ringchen, das vorne geschlossen wird, nur ohne Perle. Das geht sogar einfacher als dieses hier. Die Fäden verstecken sich ganz gern unter dem Werkstück
und es empfiehlt sich immer, ab und zu mal drunter zu schauen, ob man nicht einen vergessen hat. Ups, warum ist der Knoten hier so dick? Da habe ich einen Fehler gemacht. Ups, der Knoten wackelt. Nur einen Halbschlag gemacht. Also mache ich schnell die Knoten auf. Da gibt es einen Trick. Da kann man den Leitfaden einfach rausziehen. So, nochmal ein doppelter Halbschlag. Diesmal wirklich ein doppelter und nicht nur einer. An der äußersten Spitze mache ich immer gerne einen Rückwärtsknoten, weil der symmetrisch ist und dann kein Schwänzchen nach links oder rechts zeigt. Die andere Seite wird jetzt spannend, die geht nämlich nicht genau gleich. Da musst du gut aufpassen.
Alle Fäden, die jetzt nach oben zeigen, stecke ich jetzt oben fest, damit sie aus dem Weg sind und nur noch die Fäden nach unten hängen, die ich jetzt auch brauche. Ich arbeite hier im Video mit 2 Farben, nicht nur weil es mir gefällt, sondern auch damit ihr Zuschauer es leichter habt zu zählen und die Orientierung nicht verliert. Ein Würmchen anknoten geht leichter, wenn man es mit der Stecknadel ein bisschen weiter wegsteckt. Dann hat man so eine Art Widerlager und kann ein bisschen besser daran ziehen. Außerdem muss das Schmuckstück, woran es festgemacht wird, auch sehr gut fixiert sein. Je weniger wackelt, desto exakter kann man knüpfen. Jetzt suche ich den linken markierten Faden von der Rückseite heraus und knote den ebenfalls auf den Leitfaden drauf. Ich suche den rechten markierten Faden und knote den ebenfalls auf den Leitfaden. Die Spitze schließe ich wieder mit einem Rückwärtsknoten. Jetzt noch alle Restfäden abschneiden und verschmoren. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Projekt.